Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute wird es lecker und einfach. Ich habe mir gedacht, da Ostern vor der Tür steht, werde ich etwas mit Eier zubereiten. Und zwar, ja, ich fange jetzt mal mit den Zutaten für das Rezept an. Und die sind, wir brauchen Schnittlauch, dann Senf, Frischkäse, saure Sahne, an Gewürze, Salz, Pfeffer, Paprika, edelsüß. Und das Wichtigste für das Rezept ist oder sind die Eier. Ihr seht hier, so ich habe die Eier eingelegt, ja, und die haben so schöne Farbe jetzt bekommen, weil ich wollte, dass die ein bisschen für die Augen so ein Eyecatcher werden. Und wie ich das gemacht habe, erstens habe ich die Eier gekocht, gepellt. Dann habe ich rote Beete, frische rote Beete genommen. Man kann aber auch rote Beetensaft nehmen. Ich habe rote Beete genommen, frische, und dann habe ich hier die rote Beete geschält. Dann halbiert. Und gekocht. Und dann in dem Wasser habe ich Salz reingemacht, Essig, und gekocht, bis die rote Beete dann durch war. Weil die rote Beete mache ich nachher in Salat und den Saft habe ich dann, brauche ich für die Eier. Die Eier habe ich in so einen Beutel reingegeben, so dass die einfacher dann zu marinieren sind. Dass die dann hin und wieder auch in eine Tüte bewegt werden, dass die dann von allen Seiten diese schöne rote Beete-Farbe bekommen. So, nun werde ich dann die Eier jetzt aus dem Saft rausnehmen und wir machen dann weiter. Nun werden die schöne bunte Eier rausgenommen. Wow, die sind schön geworden. Übrigens, je länger man die in dem Saft drin lässt, desto intensiver ist die Farbe. Ich habe die über die Nacht mariniert sozusagen oder eingelegt, und so sieht die Farbe dann. Ich habe 6 Eier genommen. Man kann auch nach Wunsch so viele Eier man essen möchte. Nun lassen wir die Eier abtropfen, und in der Zwischenzeit werde ich dann meinen Schnittlauch klein schneiden. Dafür brauche ich ein Holzbrett, mein gutes Messer, und so klein wie es geht schneiden. Das habe ich auch erledigt jetzt, und als nächstes wird dann die Eier längst halbiert. Ich werde die Eier noch mal so tupfen, trocken tupfen. bunte Eier ohne Schale. Ne?
Nun werden die gefärbten Eier längst halbiert. So. Wow, guckt euch das an, ne? Wunderschön. Nachher nehme ich auch das Eigelb raus, aber jetzt halbiere ich erstmal alle Eier. So, das haben wir. Ich brauche nun eine Schüssel, wo die Eigelbe reinkommen und dann nachher auch alle anderen Zutaten für die Füllung. Und dann nehme ich vorsichtig das Eigelb raus. So, der erste Schritt ist gemacht. Die Eigelbe haben wir schon. Jetzt brauche ich die anderen Zutaten noch, die kommen auch in die Schüssel rein, nach und nach. So, dann fange ich mal an. Dann gebe ich saure Sahne zu meinem Eigelb hier rein. 2 Esslöffel. Dann haben wir Senf hier. Dann Frischkäse. Die Gewürze und ein wenig Schnittlauch. Ein paar Stücke werden für nachher aufbewahrt zum Dekorieren. Ja, und gut vermengen. Erstmal werde ich mit der Gabel klein zerdrücken alles, zu einer cremigen Masse vermengen. So, jetzt habe ich die Eiermasse, diese Eierfüllung fertig und ich werde auch abschmecken. Für mich ist perfekt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr noch Gewürze dazu geben. Für mich passt das wunderbar. Und nun werden wir unsere Eierhälften befüllen, und zwar mit einem Spritzbeutel. Man kann auch dann ganz einfach mit dem Löffel, aber mit dem Spritzbeutel sieht das auch für die Augen ein bisschen schöner aus. Nun habe ich die Eierhälften auf einen Teller platziert und mein Beutel mit der Mischung habe ich hier schon fertig. Ja, und nun wird das schön befüllt. Nun sind die Eierhälften befüllt und obendrauf werde ich noch ein bisschen Schnittlauch verteilen. Et voilà! Die gefüllten Eierhälften sind jetzt fertig zum Verzehren. Die sehen super aus. Die Farbe ist wunderbar geworden, auch vom Geschmack her, die Füllung einfach zu empfehlen. Ihr Lieben, das ist eine super Idee zum Ostersnack oder nach dem Ostern, wenn man viele Eier hat und man weiß nicht, was mache ich damit. So, das ist die geniale Rezeptidee. Einfach nachmachen. Und ich wünsche euch allen einen frohen Ostern, bleibt gesund und ich hoffe, euch bei dem nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Eure Tati. Tschüssi!